32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 18. Episode und damit zur zweiten Halbfinalfolge des YPC Bank 2024. In den ersten beiden der insgesamt 4 Battles aus Gruppe A und B konnte sich Sami Mohib glatt in 3 Sätzen gegen Sebastian Hähnel durchsetzen, was vor allem in dieser Deutlichkeit einige überrascht haben dürfte. Dustin Schöne konnte das andere Duell gegen Roman Jakuzzo zwar gewinnen, hat aber den im Vergleich zu Sami schlechteren Punktedurchschnitt pro Satz. Damit auch der amtierende Champion von Nace in die Runde der letzten 6 einzieht, müsste zumindest ein Gewinner der heute gezeigten Duelle am Ende eine niedrigere Durchschnittspunktzahl erzielen. Dustins Durchschnitt von 61,38 Punkten behalten wir also im Hinterkopf. Übrigens, weil diesbezüglich einige von euch nachgefragt haben, der Fairness halber finden die Battles der Gruppen A und B bzw. C und D jeweils am gleichen Tag und somit zu identischen Bedingungen statt. Im dritten Duell trifft der letztjährige Bronzegewinner Flo Hassenflug von Stroft auf LMAB-Chefentwickler Enrico Di Ventura. Mit einem 89er Polderhecht und einer starken Zanderserie stellte Flo in Gruppe A schon früh die Weichen fürs Weiterkommen und musste sich nach 2 Angeltagen letztendlich nur dem bereits erwähnten Titelverteidiger Dustin Schöne geschlagen geben. Enrico wiederum hatte in Gruppe B mehr Schwierigkeiten. Trotz guter Ausgangslage nach Tag 1 galt es am zweiten Tag gut 6 fischlose Stunden zu überstehen, bis sich die Hechte endlich erbarmten und dem Mindener zu einem am Ende ungefährdeten 3. Platz verhalfen. Wodurch Enrico übrigens seit seiner Titelsaison im Jahr 2020 jede YPC-Gruppenphase überstehen konnte. Aber auch das andere Match besitzt zweifellos eine besondere Brisanz, denn dort kommt es zum Bayern-Duell zwischen Anton Holzleitner vom Routenhersteller Sportex und Herbert Ziereis von Moby Softbaits. Anton hat in Gruppe B ein fantastisches YPC-Debüt geangelt und völlig unangefochten den Gruppensieg geholt. Herbert hingegen musste lange zittern, konnte letztlich aber unter anderem dank eines 49 cm Polderbarsches als Viertplatzierter das Ticket in Gruppe A lösen. Fragt man die Buchmacher, ist Anton sicher der Favorit. Herberts nicht nur von Fred Julien gefürchteter Terrier-Modus hat aber durchaus Potenzial, Anton in der stressigen 1:1-Situation aus dem Konzept zu bringen. Ansonsten bleibt im Vorfeld nicht mehr viel zu sagen. Die 4 Duellanten fischen wie Dustin und Roman in Zone 1. Sami und Sebastian hatten ihr Battle übrigens in Zone 3 ausgetragen. Alle Angler sitzen bereits im Auto. Hören wir uns an, wie sie die eigenen Aussichten und ihren jeweiligen Gegner einschätzen. Hier sind wir wieder beim YPC Bank 2024. Wieder im 1-gegen-1 Modus. Ich trete gegen Florian Hassenflug an, oder beziehungsweise ich muss gegen ihn antreten. Wer von euch sich erinnern kann an den YPC Bank, ich glaube es war 2020. Da bin ich ganz gut bei weggekommen, aber ich mag es eigentlich gar nicht. Es ist richtig anstrengend und richtig nervend aufreibend. Ich habe auch wieder nur 4 Stunden gepennt, aber ich denke, Flo hat nicht viel länger geschlafen. Von daher wird es, glaube ich, ein sehr spannendes Duell. Und ich hoffe einfach nur, dass wir ein paar gute Fische fangen, einen guten Angeltag haben und ich vielleicht am Ende die Nase vorn haben werde. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet, wo er mich hinbringt und wie er taktisch vorgehen will. Wir werden wieder an ein Großgewässer fahren und wir werden ganz fein, oder ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die Barsche dort sehr fein fressen tatsächlich. Und ich hoffe, dass Enrico ein bisschen zu grob oder zu schwer unterwegs ist, um da an die größeren Barsche ranzukommen. Das ist ein bisschen ein Gamble, weil ich habe gehört, er passt sich schnell an.
ich glaube, es war schon mein Angstgegner, weil der kennt Holland, der hat alle Turniere, die es gibt, gewonnen, der kennt eigentlich alle Angelmethoden. Also ich glaube, es ist der schwerste Gegner aus der Gruppe tatsächlich. Ja, ich darf heute gegen Herbert fischen. Ein bayerisches Duell, es ist echt der Wahnsinn, man hätte es nicht schöner schreiben können. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Am ersten Spot erhoffe ich mir jetzt Barsch und Zander. Es wird jetzt vermutlich nicht der Big Fish kommen, aber es gibt ein paar kleine Tricks, die man an dem Platz kennen muss. Ich hoffe, der Herbert, der kennt die nicht. Und dann ja, hoffe ich, dass ich da einen kleinen Vorteil habe. Und ja, wir haben uns aber gestern Abend beim Essen zusammengesetzt und haben da ganz entspannt die Spots ausgemacht. Und ja, ich freue mich drauf. Der Herbert ist ein super cooler Kerl und ja, wird bestimmt lustig. Hallo, guten Morgen. Und zwar, wir sind jetzt auf dem Weg in den Kampf. Kampf ist gut gesagt. Und zwar, ich fische gegen einen Anton, der ist von der Firma Sportex. Ich kenne den auch schon und ich habe den auch schon auf Messen kennengelernt. Wir waren auch gestern Abend noch gemeinsam beim Essen und haben das besprochen, wo wir jetzt hinfahren. Er hat mir den Platz geschickt gestern auf die Nacht oder hat mir das halt gesagt, wo. Ich habe mich natürlich gleich schlau gemacht und erkundigt, was da alles geht und wer da dort schon gefischt hat. Also die Nacht war mit Sicherheit kurz, weil man könnte ja von solchen Informationen dann schon bestimmte Tiefenkarten erarbeiten und schauen, was da los ist, wo vielleicht der Loch ist. Ich freue mich auf alle Fälle auf das Duell, weil ich liebe Mann-gegen-Mann-Turniere, weil ich glaube, man sieht da besser, wie einer fischt, als wie wenn einer halt einen guten Platz hat oder was oder den irgendwo von jemandem gekriegt hat und fischt da dort und fängt dann die Fisch. Also ich glaube, es wird mega spannend und schauen wir mal, ob es wirklich so wird. Das ist nicht dein Ernst. Wieso? Ich kenne den Spot. Ja? Wieso nicht dein Ernst? Doch gut, wenn du den kennst. Gut für dich. Hätte ich nicht gedacht. So, Enrico ist nicht überrascht, er kennt den Spot natürlich. War klar, habe ich ja schon im Auto gesagt. Aber mal schauen. Wind ist ein bisschen blöd, der hat gedreht, ne? Ja, und ist auch heute ganz schön heavy mit dem Wind, ne? Ja. Ja, auf welche Seite willst du fischen? Ich würde auf den Steg gehen. Ach so, auf den Steg. Genau. Na gut, dann plömmen wir uns mal an, wa? Und dann geht's los. Das wird schon. Leute, wisst ihr, das ist so verrückt. Weil das hier wäre auch mein Spot gewesen. Und zwar der zweite. Also es ist echt Wahnsinn. Es ist wahnsinnig. Ich hatte hier im Training große Barsche. Ja, die Hoffnung war natürlich, dass er den Spot natürlich nicht kennt oder nicht gut kennt. Jetzt stellt sich natürlich raus, einer seiner Lieblingsspots. Das war aber zu erwarten. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen taktische Kriegsführung, dass er das jetzt sagt. Wir schauen mal. Ja, wenn ich mir die Köderauswahl von Enrico angucke, ja, er weiß, was er macht. Das war zu erwarten. Was ist denn da Feines? Komm, wir haben Spaß. Quasi das gleiche wie du. Hab ich dran. Ja, ich muss bei dem Wind vielleicht das Gewicht beim Dropshot ändern, aber sonst geht's. Okay, so viel Wind hatte ich nicht mit gerechnet aus der Direction. Aber ist schon heavy, ne? Ja, vor allem mit der Bisserkennung so vorsichtig wie die beißen aktuell. Blöd gelaufen. Der Vorteil des Erstwahlrechts ist hier bereits beim Parken verpufft. Flo und Enrico taxieren einander erst einmal. Was machen die Bayern? Ja, wir sind jetzt am ersten Spot des Tages angekommen. Wir sind hier in der Stadt und werden heute ein bisschen Streetfishing betreiben für die ersten 1,5 Stunden wahrscheinlich und werden von Spot zu Spot einfach durchhüpfen. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier gleich mal Zander und Barsch abhaken können für den ersten Tag. Also wir waren ja auf Messen, haben wir uns getroffen, haben wir gesagt, okay, wir machen da beide mit. Genau. Dann haben wir uns die Gruppenkonstellation angeschaut und haben gesagt, eigentlich könnte es ja passieren, dass wir wirklich gegeneinander fischen und jetzt ist es eingetreten. Ja, und jetzt schauen wir mal, was der Anton für eine Spots auf uns auf Lager hat und unser Ziel ist ja, möglichst viel Fisch zu fangen. Ich meine, wer dann im Schluss die größeren oder die mehreren hat, das werden wir dann sehen, aber im Fall der Fälle, wir dürfen nicht ausfallen, weil wir zu wenig Fisch gefangen haben, weil das gibt es auch noch, die Regelung. Ja. Ja, es ist für mich schon eine Ehre, gegen einen Herbert zum Fischen. Also, ja, natürlich, gegen einen bayerischen Altmeister, ist ja klar. Genau. Ja, es ist lustig, wir haben drüber gescherzt bei der Herfahrt nach Holland. Stell dir vor, ich fische gegen einen Herbert und jetzt ist es wirklich so. Also, ja, ist lustig. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja. Also,
Petri Heilmann. Ich hoffe, dass ich mehr fange. Ja, das hoffe ich nicht. Ja, so. Du hast mich also hier hingebracht, ja? Genau, an meinen ersten Spot, der deine Wahl auch gewesen wäre, oder? Hör ich jetzt raus? Also ja, tatsächlich. Er ist auf dem Weg gewesen, vielleicht zu einem anderen Spot, dann hätte ich diesen Spot geangelt, ja. Okay, ja, spannend. Es ist verrückt, ja. Aber gut, also am Ende, ich hätte ja gedacht, hier fischt niemand. Ey, wirklich? Echt? Ja. Ja, das ist... Weil es so, hab ich noch nie einen gesehen. Aber ist egal, jetzt sind wir zu zweit. Jetzt sind wir zu zweit hier. Jetzt fangen wir doppelt so viele Fische wie alleine und dann... Genau, so ist der Plan. Gucken wir mal. Naja, dann Cool, ey, ich freue mich. auf einen guten Wettkampf, mein Lieber. Jawohl. Ne? Möge der Bessere gewinnen. Viel Spaß. Ja. Also schaut mal, ob der Kescher reicht von der Länge her. Wenn nicht, dann müssen wir halt nebeneinander bleiben. Es ist beim Streetfishing wichtig, dass man so lange Kescher dabei hat. Ja, schau, dann müssen wir halt meinen hernehmen, Herbert. Also der reicht auf jeden Fall. Ja, also wir fischen auf die Seiten raus. Du kannst fischen, wo du willst, aber ich werde da jetzt loslegen. Ja, ich starte jetzt hier am ersten Spot mit so kleinen Wurmimitaten an einer gelben Cebu und an der grünen dann später. Ich probiere mich hier jetzt einfach mal durch und eventuell dann nochmal was am Dropshot mit Seitenarm auf eben Zander und Barsch. Das hat im Training ganz gut funktioniert. Und jetzt hoffen wir, dass wir das reproduzieren. Und ja, schauen wir mal. Absolute Einträchtigkeit im Freistaat, aber auch in der anderen Partie geht es zum Start bemerkenswert fair zu. Alle. Na, jetzt mach mal in Ruhe fertig erstmal. Sobald du ready bist, machen wir den ersten Wurf. Okay, ich bin ready. Alles klar, dann Warte. Vielleicht bin ich doch nicht ready. Okay, jetzt. alles klar. Auf geht's. Das habe ich mir gedacht. Ja, Herbert, dann Petri Heil, gell? Ja, mach weiter. Hauen wir was raus. Ich war halt um die Uhrzeit auch noch nie an dem Spot, also keine Ahnung, ob der funktioniert. Ja, ist schon was anderes wie alleine am Wasser, hey. Kann man schon sagen, ja. Ich werde dir folgen auf alle Fälle. Auf Schritt und Tritt. Ja, sicher. Am besten Platz hast du noch nicht hingeschmissen. Wo ist der? Woanders. Warst du da schon mal davor? Nein, Also auch noch nie da gefischt? nein. Aber ich habe schon ein paar Matches gefischt. Und das ist das richtig Geile, wenn einer den anderen noch in die Irre führen möchte mit irgendwelchen komischen Würfen und, wo die Fische vielleicht gar nicht sind. Und das gehört alles dazu und das seht ihr jetzt alles live. Anton, Ja? wo sind die Fische? Ja, du stellst gute Fragen, keine Ahnung. Genau. Ist jetzt wie wenn man mit einem Spätzle beim Angeln ist. Fast. Ja, der Herbert, der Fuchs, der hat jetzt schon die Seite gewechselt. Das Wasser ist auf jeden Fall viel klarer wie im Training da. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Pegel allgemein ein bisschen gesunken ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist schon mal schlecht. Ich bin ehrlich gesagt voll fokussiert auf mich. Also der Herbert hat bis jetzt auch noch nichts gehabt. Deswegen alles easy bisher. Aber alle paar Minuten schaut man mal kurz hin. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht irritieren oder beeinflussen. Ja, es ist lustig. Der Herbert, der fischt einfach mit einer Fiederrute. Aber es macht schon irgendwie Sinn. Er hat eine sehr sensible Spitze, aber es ist natürlich lustig. Old school. Aber der Herbert hat gerade gesagt, er hat damit schon eine Challenge gewonnen. Also kann es nicht so verkehrt sein. Hey, wo ist denn der hergekommen? Wer? Er da, Der Haubi. der immer da. Der war es immer da, ja. Echt jetzt? Ja. Okay. Schön für den Haubi. Oh, da war einer. Shit. Aber ich bin nicht in deiner Schnur, oder? Nein, nein. Vielleicht sind die um 7 Uhr noch gar nicht wach. Ich glaube auch, dass die nur schlafen. Ich meine, ich weck mir so mal auf mit der Tubi. Oder mit dem Chatterbot. Ja, den kannst du fischen.
Flo. Yes, Leute! Da ist der erste. Schnell weitermachen. Wahrscheinlich gerade Size haben. Haken ist auch schon raus. Da ist er. Kleiner, aber feiner Barsch. Messen wir den schnell mal. So. Vorne dran ist er. So, und hinten. Und er kommt noch auf halb. Da. Ja, ist drüber. Das ist dann 28. Perfekt. So. Und da geht er. Super. Weiter geht's. Um bei Enricos Fußballvergleich von eben zu bleiben, der LMAB-Produktentwickler trifft nur die Latte. Flo netzt ein. Damit finden die ersten Punkte den Weg aufs Board. Herbert sucht noch. Gibt jetzt 2 Minuten Start. Lauf! Ja, meine Chance jetzt was zu reißen. Wir könnten jetzt seine Schnüre demolieren oder die Haken stumpfen, aber machen wir natürlich nicht. Der Herbert ist ein ganz lieber. Genau, ich habe jetzt mir Carolina Angeln noch geholt und jetzt probiere ich mal schnell einen Krebs. Ein Krebs oder eine Larve. Und hat dann gefangen. Nein, Ja, weil du hast ein Talent. Nein, ja, bin jetzt nicht drauf. Oh, jetzt hätte ich gedacht, der hat einen. Gleich noch in die Bremse rein. Duell ist geil, gell? Super, ja. Ich bin ja genauso angespannt, wenn es bei dir auch dann. Warte, ich stelle jetzt die Bremse gleich mal leichter, dass es gleich kreischt. Auf Bleienhög nach Nordosten Richtung Riedeck starten. Ja, beim Herbert läuft gerade noch das Navi. Mein Herz bestimmt, er muss Richtung Nordosten starten. Vielleicht ist das ein Zeichen, wo die Fische stehen, Herbert. Kenne mich nicht aus. Es ist auf alle Fälle schon wieder alles brutal, wenn man dann in einen Wettkampf wo fischt, wo man noch nie gefischt hat. Ja, ihr seht, der Herbert ist ein ganz lästiger Gegner. Der folgt mir hier auf Schritt und Tritt. Ich folge, klar folge. Ja, er folgt. Aber ich würde es genauso machen. Wenn ich an dem Spot noch nie gefischt hätte, dann natürlich folgt man demjenigen, der da schon mal war. Anton, brauchst du einen Köder? Wenn du dann für mich da hast, gern. Ist jetzt keine Beruhigung, Leute, weil ich kriege die ganze Zeit Bisse. Aber die bleiben nicht hängen, die sind nicht so groß, die Fische. Den Soll ich dir helfen? nee, brauchst du nicht. Machst eine Handlandung. Gerade so. Wie die Bassangler. Ah, ist schon los zum Glück. Wir brauchen aber die fressen. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, weil die jetzt eigentlich aktiv sein müssen, oder? Bei so einem Wetter wären die Großen ja eigentlich schon aktiv. Eigentlich schon, ja. Ja, bei dem klaren Wasser haben die das gerne so. Aber die dicken. Ja, weiß ja, wie es ist. Denkst du wüsstest es und dann weißt du gar nichts. Das ist mit den, also große Barsch ist für mich sowieso immer noch tricky, muss ich sagen. Ich habe jetzt da an der Struktur auch nichts anderes festgestellt, wo er jetzt fischt. Und wenn es ein besserer Platz gewesen wäre, wo der hingegangen war, dann hätte er vielleicht noch 10 Minuten, glaube ich, hingegangen. Man rechnet ja mit allen. Also auf alle Fälle würde ich so machen. Also ich würde mir jetzt nicht gleich den besten Platz präsentieren, sondern ich darf das in der Zeit, da ich irgendwann einmal versuche, den Platz zu erreichen, wo ich meine, der ist am besten. Vielleicht kann ich dann 2 Würfe machen, ohne dass er dann da ist. Also so wird es ich machen. Aber schauen wir mal, wie es er macht und wer was fängt. Aber eigentlich, da wir jetzt so gute Montagen fischen, alle 2 fischen wir super Montagen, dass eigentlich, wenn Fische aktiv waren, dann glaube ich, hätten wir einen gefangen schon. Herbert, hau mal ab, oder? Was? Fahren wir weiter, passt es? Ja, du schaffst da. Erster Spot war nix, war ein Reinfall. Herbert, was sagst du? Du bist begeistert von dem ersten Spot. Ja, alles ganz easy. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen runtergekommen von der Nervosität. Genau. Und Nachrichten auf Riedeck.
Irgendwann kracht es auf alle Fälle und dann wird es wieder richtig spannend, wenn einer mal einen Fisch hat. So schaut's aus, ja. Schade eigentlich. Schöner Biss gewesen. Wir fischen gerade recht unterschiedlich. Also ich mache mehr so die Power-Angelart. Flo eher das Finesse mit Dropshot. Ich glaube, die mittelgroßen Barsche kann beides ganz gut fangen. Bei den großen muss man dann mal sehen, ob vielleicht einer drauf reinfällt. Die großen sind im Finesse-Angeln ein bisschen besser. Also das ist wohl so. Aber trotzdem, ich habe auch im Sommer schon ganz gut große Barsche auch im klaren Wasser auf Jigspinner gefangen. Manchmal haben die da Bock drauf auf die Drops und so. Das ist nicht so schlecht und vielleicht ein bisschen mehr Druck, wenn sie ein bisschen beißfaul sind, ein bisschen Aggressionsbisse produzieren, ist manchmal gar nicht so schlecht. Außerdem hat man beim Jigspinner immer auch eine gute Chance, einen Hecht nebenbei zu fangen. Und ja, das ist hier auch nicht unmöglich. Hier stehen an den Kanten, jetzt vielleicht nicht im offenen Wasser, aber an den Kanten stehen da doch ganz häufig auch echt ganz gute Hechte. Und weil wir hier eine Struktur haben, kann man hier auch den einen oder anderen mal fangen. Ja, wir sind jetzt am zweiten Spot von heute angekommen. Es ist immer noch die gleiche Stadt. Hoffentlich funktioniert das jetzt hier. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Erster Wurf, los geht's. Wort nicht geworfen. Da so Da Richtung rüber. dem Haus. Na, da so geradeaus zu dem Haus. Ui. Der Herbert fängt schon Blumentopf von da oben. Jetzt sind wir über Kreuz, glaube ich. Na, leckt mich am Arsch. Mein Ziel schon ganz schön verzogen. Ja. Passt schon, kannst schmeißen, ich bin gleich rein. Ich sehe den Schnur nicht. Okay. Da war er. Das gibt's nicht. Ah, scheiße, Mann, das kann doch nicht sein. Grüß Gott. Also, ein Kurzsander. Die erste halbe Stunde ist rum, der Fisch ist auf jeden Fall da. Die großen wahrscheinlich auch, die stehen irgendwo hier zwischen. Ja, wir haben jetzt kleinere gefangen, hatten beide ein paar Bisse. Ich denke, wir geben dem Spot noch ein bisschen und hoffen, dass wir hier noch mal einen dicken 40 oder vielleicht sogar 50 plus fangen können. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich fühle mich so ein bisschen wie David gerade. David gegen Goliath. Mit Enrico echt einen krassen Angler hier am Start. Schon heftig. Ich glaube, den Mann habe ich öfters auf irgendwelchen Videos, auf DVDs gesehen als in echt. Der kann angeln. Das wird tricky heute, ich sehe das schon kommen. Ich fische jetzt doch vermehrt wieder Skirted Jig, weil die Strukturen hier sehr gut sind. Wir haben sehr, sehr viele Muscheln. Okay, das kann ein Biss gewesen sein. Manchmal halten die nur so fest. Aber um darauf zurückzukommen, wir haben hier sehr, sehr viele Muscheln und ich kratze den Skirted Jig so ganz langsam über den Boden. Habe hier eine ganz gedeckte Farbe, schwarz-blauen Skirt. Was war das? Ein Hecht oder ein Rapfen? Aber jetzt ist mir da vorne was dazwischen gekommen. Jetzt muss ich anangeln. War gerade ein Fisch an der Oberfläche. Mal gucken, wer ihn schneller kriegt. Das war ein großer auf jeden Fall. Der da im Weg mit seiner Schnur, du. Das gibt's doch nicht. Ah, hast du gesehen? War ein Karpfen, glaube ich. Der ist da links noch mal hochgekommen. Ja? Also, das war jetzt gerade ein Karpfen, der da links. Da ist der hochgekommen ungefähr. Wenn du jetzt hier so einen 1,15 Meter Hecht fängst, dann können wir nach Hause fahren. Nö, dann können wir nie nach Hause fahren. Gehen wir ein Bier saufen. Immer eine gute Idee. Wir bleiben aber vorerst beim Angeln. Karpfen sind schon mal gefunden. Fragt sich nur... Wo sind die Barsche? Ich weiß nicht. Eigentlich da. Auf alle Fälle fange ich jetzt dann gleich an. Ja, machst. Sag mir mal, wie es geht, bitte. Nein! Fuck!
Alter, alles weg. Schnurbruch, das gibt's doch nicht. Das Blei, ja okay. Dann war es doch kein Biss. Aber man merkt jetzt irgendwie, je weiter die Zeit voranschreitet in dem Satz, desto nervöser wird man. Oder Herbert, was sagst du? Ja. Ja, der Herbert, der ist auch nervös. Wie Das Sau. ist echt krass. Ich habe schon zweimal abgerissen. Aber keine Ahnung, Herbert, wie ist das? Wird man da weniger nervös, je länger man sowas macht? Oder? Du Irre. Null, oder? Das ist ja genau das, was ich will. Das ist ja genau der Kick. Der Herbert ist ein richtiger Terrier, gell? Ja. Du brauchst das. Ja. Haben schon mal ein paar gesagt, dass das unmöglich ist mit mir zum Fischen. Also Mann gegen Mann. Unmöglich? Ja, weil ich immer die gefolgt bin auf Schritt und Tritt. Ja, das setzt bestimmt den einen oder anderen unter Druck. Nein, Jetzt reißen wir mal ab, Kim. nein. Ich hab gerade abgerissen gehabt. Wieder, frei und wieder. Und noch mehr. Was ist denn da drin jetzt? Was er natürlich jetzt macht, ist schon clever. Er geht jetzt die Wand hier ab mit einem kleinen Dropshot. Hier stehen sehr, sehr viele Barsche an der Wand. Auch große natürlich, aber die Massen sind dann eher so 30er. Und das ist natürlich clever. Ich meine, ich habe schon überlegt, mit dem Crankbait das Ding erst abzulaufen, aber es ist also er hat den Spot gewählt. Weiß jetzt nicht, ob so geil gewesen wäre. Ich fische hier jetzt wieder ein bisschen mit Carolina. Muss aber gleich irgendwann mal einen Fisch nachlegen, weil wenn er 2 hat, dann wird es schon nicht so einfach. Ich schalte gleich auch auf Dropshot und dann werde ich mich neben ihn stellen, penetrant und einfach die gleichen Bahnen werfen. Und dann wird man sehen, wer am Ende mehr Fisch fängt. Das hat am Ende, das heißt halt Glück. Er hat eine ziemlich transparente Farbe. Ich werde vielleicht Purple Rave nehmen, ein bisschen gedeckter mit ein bisschen UV im Bauch, weil das einfach vielleicht bei dieser Dunkelheit mit dem UV-aktiven Bauch doch ein bisschen den Unterschied machen kann. Ich nehme auch einen Bleak Pintail in 6 cm, ein kleines Ding. Und dann wird man sehen. Du hast alle unsere Werbespots ignoriert und stehst jetzt tatsächlich ohne Hecht- und Barsch-Adventskalender da. Hier ist deine letzte Chance. Online ist er bereits ausverkauft, doch auf der Messe in Berlin verkaufen wir exklusiv vom 29.11. bis 1.12. jeden Tag ab 10 Uhr genau 100 der allerletzten Exemplare. Aber natürlich ist die Messe auch sonst ein Riesen-Highlight für jeden Raubfischangler. Etliche YPC-Angler sind vor Ort, zeigen euch ihre YPC-Erfolgsprodukte, zeigen euch die coolsten Neuheiten ihrer Brands und stehen für ein Foto oder ein kleines Pläuschchen zur Verfügung. Am Sonntag, den 1.12., gucken wir dann gemeinsam ab 12:30 Uhr die Battles zwischen Ton und Rick und Luis und Eule, die auch selbst vor Ort sein werden. Wer von euch noch kein Ticket hat, kann übrigens mit dem Code ANGELN2024 online 5 € beim Ticketkauf sparen und hat dann etwas mehr Budget für unsere Neuheiten. Wir sehen uns. Ciao. Moment, wo willst denn du mit meiner Route hin? Na, angeln. Aber du weißt schon, dass du dafür einen Angelschein brauchst. Seit wann ist das? Schon immer? Oh, echt jetzt? Was mache ich da jetzt? Das Black Friday-Angebot der Anglerschmiede nutzen. Vom 29.11. bis 1.12. gibt es zu jedem Angelscheinkurs eine Angelroute deiner Wahl gratis dazu. Oh, geil! Wenn dich hier für Newsletter einträgst, zahlst du für jeden Kurs nur 99 €. Du Fuchs! Ja, ich nutze das jetzt gleich aus, wenn der Herbert binden muss. Gehe ich gleich an einen neuen Spot, dass ich die ersten 1, 2 Würfe alleine machen kann. Vielleicht bringt es das jetzt. Es ist auch ein Hotspot, so eine Durchfahrt oder eine Brücke, wisst ihr alle, ist immer gut. Und ich hoffe jetzt, dass hier der erste Fisch kommt. Zeit wird's. Aber der Herbert kommt nicht mal. Das gibt's ja gar nicht. Also er ist jetzt davor gegangen. Jetzt kann ich dir sagen, ich habe jetzt schon 2 Bisse gehabt. Also
Einen Biss hat er mitgekriegt, aber ich habe in Wirklichkeit 2 Bisse gehabt. Und darum bin ich jetzt ein bisschen nervös. Ich glaube jetzt nicht, dass ich nervöser bin wie der Herbert. Ich glaube, dass der Herbert sogar nervöser ist, wenn ich ehrlich bin. Auf ihn lastet natürlich irgendwie mehr Druck, weil alle höhere Erwartungen an ihn stellen. Und also ich vermute mal, dass die Erwartungen an mich nicht so hoch sind wie an Herbert. Deswegen glaube ich, ist der Herbert tatsächlich noch ein Stück nervöser. Aber keine Ahnung. Anton hält sich hier anscheinend für den Underdog. Vielleicht ist's aber auch nur taktische Bescheidenheit. Mindestens so nervös wie Herbert. Enrico. Guten Biss gehabt. Im Gegensatz zu Flo führe ich das Dropshot ein bisschen anders, weil ich dann mehr Kontakt habe. Ich schleife auch das nur über den Grund, weil ich dann ständig Grundkontakt habe und die Schnur auch recht schlaff ist, ich nicht so viel Schnurbogen habe und ich die Bisse eigentlich besser spüren kann und auch hoffentlich besser verwerten kann. Aber das war jetzt leider nicht der Fall. Ich muss jetzt auch ein bisschen reden, um mich ein bisschen abzulenken und ein bisschen runterzukommen, weil ich super nervös bin. Ich habe die Routenspitze so, ich sag mal so zwischen 10 und 11 Uhr und kurbel dann ganz langsam nur das Blei oder das Tungsten über den Grund. Weil alleine die holprigen Bewegungen, die das Blei unten über die Steine und die Muscheln kratzt, reichen aus, um das Dropshot, also den Pintail, den Köder dann dementsprechend so hüpfen zu lassen. Ne? So. Das reicht vollkommen. Man muss da gar nicht irgendwie schütteln, machen, tun. Wenn man an einem Spot angeln will, also an dem Spot lange stehen lassen will, dann ja, dann ist es vollkommen okay. Aber wenn man Strecke machen will, Flo macht gerade ganz schön Strecke, dann ist das super, einfach nur das Tungsten über den Boden zu schleifen, 50, 60 cm darüber die kleine Dropshot-Montage mit dem Köder, ab und zu stehen lassen und das reicht. Könnte knapp werden. Nee, der hat es sicher. Petri. Vielen Dank. Ja, das ist klar, wenn er vorläuft und hier an der Wand lang angelt, dann ist das nicht so schwierig. Oh, er hat's genau. Yes. 22 auf den Strich. Perfekt. Da haben wir ihn. Kein Monster, aber ein kleiner Fisch, der zählt. Perfekt, setzen wir schnell zurück. Je weniger geht, desto mehr wert das Wenige. Flo baut seine Führung in der Schlussphase des ersten Satzes auf 100 Punkte aus. Wohl auch, weil Enrico sich bisher akribisch an die Etikette hält. Ja, das ist so ähnlich wie beim Polderangeln. Ich laufe nicht vor, wenn das ein Spot ist. Weiß nicht, ist halt blöd, ne? Also beim 1 gegen 1 ist das irgendwie... Klar, muss man vielleicht auch mal Dirty spielen, aber... Es wäre jetzt blöd gewesen von mir, mich vor ihn zu drängeln und dann vor ihm die Packung abzuangeln. Macht man nicht, finde ich. Aber wer weiß, vielleicht später, wenn es dann richtig eng wird. Ich hoffe natürlich auf was deutlich Größeres, um mich ein bisschen abzusetzen. Mit den Fischen reißt man hier natürlich jetzt nichts groß im Wettkampf, vor allem gegen die anderen. Wer weiß, ob die schon 40er, 50er gefangen haben. Es kommen ja nur die ersten 3 Gewinner auch weiter, nicht alle 4 Gewinner. Das heißt, man hat in dieser Bredouille auch, man muss große Fische fangen. Das ist ein Nachteil. Natürlich für den Wind steht hier viel Kraut. Da vertüdelt sich hier natürlich alles gerne und hat Kraut dran. Aber deswegen ist wahrscheinlich auch der Fisch unter anderem hier. Weil natürlich der Wind auch die ganze Nahrung mitbringt und die kleinen Fische etc. hier rüber drückt. Das finden die Barsche ja in der Regel immer ganz toll. Schauen wir mal. Jetzt wird es grausam, die Zeit, gell? Ja, jetzt wird es ein bisschen spannend da. Langsam. Vor allem jetzt, wenn man einen Fisch fängt, dann wird es ganz brutal. Wie viele Minuten sind es noch? Fisch! Er ist ein Barsch. Der ist nicht schlecht. Oh ja, das ist ein geiler Barsch.
Rico, warten, gehst du da? Warten, ja. Sicher. Ja, der Herbert sehr ehrenhaft. Jawohl, danke Herbert. Drin. Danke dir Herbert, danke. Petri, danke. Den wollt ihr eigentlich fangen, gell? Ja, den habe ich da jetzt weggezupft. Vorne liegt er an, 31 genau. Hier der kleine Barsch. Ich mache sofort weiter, weil es kann jede Sekunde entscheidend sein. Also danke Herbert fürs Cashern, gell? Ja, ja. Du, den wollte ich eigentlich fangen. Ich habe den schon zweimal Druck gehabt. Ich habe jetzt auch die Methode ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt aufs extrem langsame Fischen gesetzt. Davor habe ich etwas aggressiver gefischt. Wie viele Minuten sind es noch? Und das war jetzt der zweite Wurf und es hat funktioniert. Also krass, vor allem jetzt in den letzten Minuten. Ich glaube, wir haben jetzt noch knapp 9 Minuten 55. Da fällt jetzt gerade ein Stein vom Herzen. Aber der arme Herbert, in seiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken, ganz ehrlich. Also, wer in der absoluten Crunch-Time den Fisch des Kontrahenten keschert, kann sich in der eigenen Haut nicht allzu unwohl fühlen. Herbert und Enrico punkten mit Fairplay. Anton und Flo stehen kurz vor dem ersten Satzgewinn, sofern sich in den verbleibenden Minütchen nichts mehr tut. Ja, ich denke, der Enrico wird da ein paar Bisse gehabt haben. So sicher wie der da steht auf der Stelle und sich keinen Millimeter bewegt. Da auf der Ecke habe ich ja auch meinen Barsch gefangen, aber ich denke, er wird ein paar Bisse gehabt haben. Sonst wird er da wahrscheinlich nicht so entspannt stehen. Ich gehe auf große Fische. Am Ende ist es mir egal. Auf diese Flöten weiß ich nicht. Also klar, wenn ich habe 2 Bisse verkackt. Aber was soll ich da jetzt auf kleine Fische gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich will einen großen fangen. Hier den Prototypen von der neuen Finesse Filet Craw. Den schleife ich jetzt hier mal unten lang. Großen mögen eigentlich eher Krebse als so Finesse-Zeug, aber vielleicht auch nicht. Nicht hängen geblieben leider, 2 Bisse hatte ich. Ja, das sind nur so Nippler, ne? Naja, hatte ich ja auch. Oh shit, Mann! Fuck! War der nächste Fehlbiss jetzt. Ah, ärgerlich, das wäre es jetzt gewesen. Kann er nie fangen. Fisch. Oh. Aber das war ein Hecht, glaube ich. Leute, das darfst du keinem erzählen. Richtig großer Fisch. Ach Leute, ey, das ist doch... Also wenn ich nichts fange, dann fange ich nichts, ist okay. Aber wenn ich Fische drauf habe und die verliere, dann das ist echt klar. Und das war ein großer Fisch. Ich weiß nicht, ob ihr die Route gesehen habt, wie gebogen die war. Das war ein großer Fisch. Angeln, ne? Kann so schön sein. Kann so scheiße sein. Ich sehe das schon kommen. Der fängt da gleich ein Monster und 2 hintereinander. Ah! Sonst geht die Zeit immer so schnell beim YPC vorbei. Ja Leute, und das ist der absolute Beweis, dass wir hier wirklich fast in Brackwasser fischen. Schaut mal hier unten. Wenn ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches, sonst korrigiert mich gerne, aber das ist doch der Rückenpanzer von Fisch. Nein, ab. Oh. Okay, doch nicht. Ah. Von einem Kalamari, wenn ich das richtig sehe. Habe ich den gerade verloren, den Fisch, du? Sachen gibt's. Wollte ich einmal den Erklärbären machen und dann das. Fisch. Oh nein, schon wieder! Mann, Junge, das gibt's doch gar nicht. Ja, ihr Lieben, die letzten Minuten haben angebrochen. Ich hoffe. Oh, Enrico hat einen Hänger auf den letzten Metern. Freut mich nicht, denn er soll ja auch die Chance haben, noch mal jetzt einen guten zu kriegen. Hier sind große Barsche, aber irgendwie kommen wir heute nicht an sie ran so richtig. Vielleicht liegt es am Wetter, am Sturm, ich kann es euch nicht sagen. Da war ein Zupfer. Na, auf den letzten Metern noch ein Fisch. Komm, nimm ihn. Das war's. Puh. Leute, das war
Das war knapp. Das waren kleine Fische und das war Glück. Enrico hatte genauso viele Bisse wie ich. Er konnte seine nicht verwerten. Es waren halt keine großen Fische diesmal. Tja, Leute, das war's mit Satz 1. Dr. Hassenflug hat zugeschlagen. Schade eigentlich. Jetzt geht's weiter zu Enricos Spot. Das war ja, glaube ich, auch Enricos Wahl. Ich bin sehr gespannt, wo wir gleich hinfahren werden. Und das wird wahrscheinlich was ganz Neues für mich. Und jetzt muss ich mich anpassen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Drückt mir mal richtig fest die Daumen, dass wir auch den zweiten Sieg noch holen können am nächsten Spot. Anton, die Schlacht, die erste ist geschlagen. Wahnsinn ist Ich das. habe 3 Biss gehabt. Ja, ihr habt 3. Ihr habt 2 gehabt. Ey, 3. Es ist hart. Wahnsinn. 3 Drecksbiss und keiner erwischt. Boah, leck mich am Arsch, ist das krank. Das ist richtig krank. Alter, das kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Ja, es ist irre. Komplett irre. Das ist so Also, verrückt. Alles flackt gerade noch da. Man weiß überhaupt nicht, was der Angel da nachher nicht mehr soll. Und es ist komplett irre. Und dann noch Abrisse, 2, 3 Abrisse, 2 geworfen. Also, wenn das nicht spannend ist für euch, auch wenn wir jetzt nicht so viel gefangen haben, aber ich glaube, dass man gespannt, dass jeder hyper nervös ist bei sowas. Ja. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, hey, es ist. Hoffentlich fangen wir jetzt ein bisschen mehr Fisch. Ja, ich hoffe es auch. Vor allem, es ist schon extrem, wenn in die letzten Minuten dann der Fisch kommt. Ey, die Pumpe, die ist auf 180, es ist verrückt. Wir organisieren das jetzt. Die ist genauso, wer vorne ist, genauso, ob der andere nur anfängt oder nicht, das ist genau das Gleiche. Ja, es ist egal, ja. Okay. So, Glückwunsch zum ersten Satz, mein lieber Freund. Das ist mein erstes Mal One-on-One. Ich bin so aufgeregt, das glaubst du gar nicht. Ja, ich auch. Oh, ich bin aufgeregt. Ich glaube dir das schon. Doch, aber du bist sehr angenehm, mit dir zu fischen. Das ist sehr angenehm. Also. Naja, es ist halt Angeln am Ende, ne? Ja. Ist jetzt nichts, was. Also. Das war jetzt Glück. Du hattest wahrscheinlich genauso viel Bisse wie ich. Hängen geblieben sind einfach 2 kleine bei mir, bei dir nicht. Also. Ja. Also hättest du einen 50,5er gefangen, hättest du mich noch geschlagen. Vielleicht hatte ich den drauf. Hattest du einen hinten Fisch? Oder Hinten? Na, jetzt kannst du es ja sagen. Das ist ja nicht schlimm. Wieso? Vielleicht bleiben wir auch hier. Der erste Satz ist jetzt vorbei. Ich bin unfassbar erleichtert, dass ich den für mich entscheiden konnte. Aber ich bin auch fix und fertig. Also ich könnte mich jetzt sofort schlafen legen. Es macht einen wirklich hundemüde. Es ist dieser Nervenkitzel die ganze Zeit. Und ja, neben Herbert da zu stehen und jede Sekunde bangen, ja, hoffentlich fängt er keinen Fisch. Also für euch natürlich schon, für mich ist es etwas anders. Es ist unfassbar, wie ihn das bewegt. Ja, der erste Satz heißt überhaupt nichts. Ich bin froh, dass er auf meiner Seite steht, aber wir müssen weiter Vollgas geben. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, was am nächsten Spot passiert. Die Frequenz ist sicher noch ausbaufähig. Spannend ist's aber trotzdem. Und was die Punkte betrifft, liegen die Führenden, zumindest momentan, tatsächlich auf Kurs. Insofern würde ich sagen, weiter mit Satz 2 und auf zu neuen Ufern. Wobei... Ja, Enrico, was ist der Plan? Ja, wir sind natürlich weit gefahren zum nächsten Spot. Nee, wir bleiben einfach hier. Das ist ja möglich. Erstens verfahren wir dann keine Zeit. Zweitens ist für uns beide, glaube ich, der Platz nicht so schlecht. Ich meine, du hast jetzt den ersten Satz gewonnen. Zu 0, muss man sagen auch. Ne? Aber ich habe trotzdem auch Vertrauen in diesen Platz. Von daher bleiben wir einfach erstmal hier. Ich könnte ja in einer Stunde oder in einer halben Stunde trotzdem wechseln. Ne? Und dann geht es halt dann von meiner Spotzeit ab. Aber ja, ich kenne den Platz und ich weiß, dass hier große Fische auch sind. Und von daher bleiben wir jetzt erstmal hier. Du weißt, was zu tun ist. Alles klar. Diesmal nicht so viel vielleicht. Und dann, ja ey, dann hoffe ich auf eine spannendere Partie als der erste Satz. Jetzt hauen wir ein paar Dicke raus, wa? Alles klar. Ich weiß immer nicht, da muss ich hingucken, da. 4 Routen dabei, ich habe keine Ahnung, was mir jetzt erwartet. Deswegen mal die volle Ausrüstung mit am Start. Ja, Herbert, was machen wir da jetzt? Jetzt können wir jeden Fisch fangen. Okay. Also da beißt echt jeder. Also, aber dem Wind. Wo ich da war, in der Gruppenphase, da war noch mehr Wind. Okay. Also vielleicht gibt es jetzt mehr vor der Linse zu sehen. Wäre auf alle Fälle ein bisschen ungemütlich. Flo, wenn du jetzt läufst, kann schon sein, dass ich dich überhole, weißt du? Ich wollte nicht laufen. Also nee, aber falls du läufst, kann schon sein, dass ich dich überhole. Kannst du machen. Habe ich im ersten Satz nicht gemacht, weil dein Spot war also... Aber Alles jetzt gut. mache ich das vielleicht. Okay, überhol mich ruhig. Ja, ich wollte es dir nur gesagt haben, weißt du? Keine Sorge. Und go!
Oh. Das ist geil. Oh, der war ein bisschen kurz, der Wurf. Direkt im Busch geworfen. Und jetzt sind wir immer noch hier. Ich angel nach wie vor. Ja, Fisch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch. Besserer Fisch. Ja, den Knast kriegt er. Das scheint auch besser zu sein. Der ist besser, hä? Ja. Ja! Yes! Das ist der erste 40, Leute. Ja! Ja, so ist das, wenn man sich so entscheidet. Petri, geiler Fisch. Richtig, richtig schöner Barsch. Mega, so müssen sie aussehen. Hammer. Den messen wir jetzt schnell. Er kommt gar nicht auf die 40. Ich hatte gedacht, der ist 40. Kommt er nicht. 38 tatsächlich. Da war ich jetzt zu euphorisch. Schöner 38er. Oh ja. So, schöner 38er. Den setzen wir jetzt ganz schnell zurück, den Fisch. Mega. Okay. Und weg ist er. Mega, weiter geht's. Aber jetzt muss ich meine Aussage von eben korrigieren. Auch mit dem Mini-Dropshot kann man große Fische fangen. Also wir sind jetzt am Main-Spot, habe in der Gruppenphase gefischt, habe 3 Zander da gefangen. Wir waren jetzt eigentlich zur richtigen Beißzeit, haben uns extra so abgeredet, dass das hinhaut. Und hoffen wir mal, dass wir jetzt ein bisschen mehr Fisch vor die Kamera bringen. Und naja. Ja, ich war noch nie in dem Spot, also keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Aber Fisch, das ist wichtig. Ja, hoffentlich. Das wäre natürlich super. Ja, ich spick einfach beim Herbert, was der so macht. Ja, klar. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. Leute, ist das ein Wind heute? Wahnsinn. Also die Bisserkennung ist echt nicht so dolle. Man merkt mehr, wenn sich der Fisch schon reinlehnt in den Köder. Fisch. Oh ja. Oh, das ist ein großer. Das sehe ich schon. Oh, Schnur weg. Jetzt sind die Großen am Spot, Leute. Jetzt geht's los. Und der ist größer, das sehe ich schon, so wie er drillt. Oh ja, oh, der ist groß. Ah, der ist groß. Oh, der ist groß. Oh, ja. Petri. Oh. Ja, Leute. Jetzt kriege ich hier doch. Jetzt kriege ich Druck. Der ist eindeutig über 40. Ey, Leute. Ja, ich habe Glück gehabt. Der hat jetzt gerade im Kescher so geschlagen. Der hat den Haken da drin verfangen, hat geschlagen und hat mir das Ding abgerissen. Hab ich ein Schwein. Aber wir haben einen Fisch. Und zwar ein 43er, ne? Geil, Mann. Das ist ein großer Fisch. Jetzt gucken wir mal, ob wir auch noch einen kriegen. Das wäre jetzt natürlich mega. Neue Finesse Filet Craw. Mega Farbe. Und den Fisch setzen wir natürlich hier schnell zurück. Die ersten Big Points für Enrico und damit sind jetzt bis auf einen alle Duellanten entschneidert. Oder wie sieht's aus, Herbert? Have you catch Fisch schon? Fisch. So in der Kästchen. Geht. Kunst machen, aber geht. Jawohl, erster Wurf, Herbie. Oh, Barsch. Geil. Jawohl. Geil, Petri. Geil. Also das wünscht man sich natürlich. Ja, geht gleich weiter. Das ist doch jetzt für euch geil. Erster Wurf, gleich Fisch. Setzt mich jetzt auch noch gar nicht unter Druck, weil erster Wurf, alle Zeit der Welt. Also alles entspannt noch.
35 drüber, 35er halbe, da ist ein 36er Barsch. Also ein 36er Barsch zum Start ist ein richtiger Brustöffner, geil. Ist ja eigentlich für da klar. Ja, aber geil, Petri. Merci. Wenigstens fangst du so bald. Jetzt habe ich noch genügend Zeit. Ich kann dir sagen, dass wir noch mehr fangen. Also, das Bayern Battle hat bisher mehr von einem Bayern-Ausflug, aber auch das hat auf jeden Fall seinen Charme. Herbert holt die ersten Punkte und zugleich auch seine erste Führung. Bei Enrico und Flo hilft man sich zwar nicht beim Keschern, kollegial ist's aber auch dort bis dato allemal. Petri, 43? 43, ja. Oh. Hast du den richtigen Riecher, dass die jetzt aktiv werden langsam, ne? Irgendwann müssen sie beißen. Irgendwann müssen sie beißen. Aber das meine ich, Alter. Den fängst du, den fange ich, das ist scheißegal. Ja gut, man weiß nicht, welchen man jetzt gefangen hätte, ne? Eben, ob meiner jetzt 38 oder deiner 43, das ist Elfmeterschießen. Ja, hast du schon recht. Oh, Oh, ist das ein Fisch? Nee, war Fehlbiss. Scheiße. Oh Mann! Ist schon eine halbe Stunde um. Krass, ne? Habe ich eben auch gesagt. Ich so, was, Junge? Alter Schwede, die Zeit fliegt. Also ich war gerade so konzentriert, ich dachte, wir haben vielleicht 15 Minuten gefischt. Ja. Ja, erste halbe Stunde ist um. Es sieht nicht gut aus für mich. Enrico ist in Führung. Ich muss mir was einfallen lassen. Sieht nicht gut aus. Wir sind 6 cm auseinander oder 5. Ja, es ist nicht ohne. Ah, das ist ein so ein 22er Barsch auf Dropshot. Auch den muss man heute erstmal fangen. Also die springen einen auch nicht in den Kescher. Tough, tough, tough. Es sieht nicht gut aus. Immer dieses Understatement hier. Ey, es sieht wirklich nicht gut führst aktuell. Und es fühlt sich nicht gut an, sage ich dir. Ja, ich weiß mal, wie das ist. Jetzt weiß ich mal, wie das ist. Ja, jetzt weiß ich das erste Mal. Jetzt liege ich hinten. Es war mir klar, dass die Fische hier irgendwann aktiv werden, also gerade die größeren. Und genau deswegen bin ich auch hier geblieben. Weil ich kenne den Platz und hier sind große Fische, hier sind auch noch größere als 43. Aber nochmal, es ist halt ein Gamble. Wir fischen den Platz beide. Er fischt ihn auch sehr gut. Er schwört auf seine Dropshot-Methode und völlig zu Recht, weil er den ersten Satz auch damit gewonnen hat und jetzt auch wieder einen schönen Fisch gefangen hat mit 38. Aber Gamble, 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 Gamble. Elfmeterschießen. Tja, jetzt ist die Frage, was man macht. Ob man wirklich strategisch vorgeht oder ob man einfach hofft, dass man jetzt hier noch ein bisschen Fisch fängt und eine geile Show macht. Aber strategisch wäre natürlich irgendwie klüger, den Spot zu wechseln. Aber ob das dann fair ist, weiß ich auch nicht. Aber natürlich will man Punkte haben am Ende, egal was passiert. Ne? Will man natürlich gut fangen. Jetzt an irgendeinen toten Platz zu gehen, hätte ich gar keinen Bock. Jetzt geht der Dropshot. Jetzt fischt er da an der Kante vertikal entlang. Das ist eine gute Taktik auf jeden Fall. Da stehen immer wieder Barsche an der Kante. Da wird er gleich einen fangen, glaube ich. Müssen wir uns jetzt schon was einfallen lassen. Zumindest die Barsche mal finden, wo die sind wieder. Da waren sie gerade am Spot, der ja gesehen. Enrico hatte noch 2 Bisse. Ich habe den ersten gefangen. Enrico hat dann gleich dahin geworfen, wo ich ihn geworfen habe. Den zweiten gefangen, noch 1, 2 Bisse gehabt. Und dann ist der Trupp wahrscheinlich wieder weitergezogen. Deswegen jetzt sucht man den aufs Neues natürlich. So. Mit einem Auge sind Flo und Enrico immer beim Gegner. Was macht Herbert? Ja, ich probiere einmal einen anderen Köder aus. Natürlich teste ich da was durch. Einmal tue ich Chicken, soweit es möglich ist. Und einmal wieder Kickback kriege. Ich werde auch noch mehr Mini-Chick fischen. Aber bei den Wind ist das natürlich nicht immer so einfach. Fisch! Jawohl.
Okay, ja, das wird knapp mit dem. Schauen wir mal schnell. Baba! Liegt vorne an. Ja, 46. 45,5. Ja, kleiner Zander. Freut mich, der kommt gleich wieder zurück. Wir sind jetzt ungefähr 10 Minuten hier. 2 Fische, für uns gut, für euch gut, also alles gut. Ja, 46, es ist nicht schlecht. Es sind ein paar gute Punkte und ich bin mir sicher, da kommt jetzt noch mehr. Der Spot ist auf jeden Fall geil. Schwierig zu befischen, weil wir extrem Seitenwind haben. Aber ich habe jetzt das Blei das Bleigewicht um einiges erhöht und jetzt ist besser mit dem Kontakt. Und ja, wir bleiben dran. Trotz harter Bedingungen zieht Anton schnell nach. Vielversprechender Auftakt. Und plötzlich... Jo, und der nächste. Der ist besser. Das ist ein Barsch. Oder? Da ist wieder ein Zander. Ja, ähnliche Größe. Ja, das ist der gleiche Fisch. Der hat auch wieder 45,5. Schöner Zander, kleine Fritte, der geht gleich wieder zurück. Habt ihr jetzt schon den zweiten gefangen? Ja. Das geht nicht. Jetzt kommt's gleich wieder. Ja, jetzt komme ich gleich wieder. Aber wie groß waren die bei dir, wo du gefangen hast da? 68. Oh! Ja, das ist schön. Also es war jetzt Enricos Spotwahl gewesen und ich muss sagen, ich bin eigentlich happy mit dem Spot, weil ich kenne den. Ich glaube, für mich wäre es jetzt noch schwerer, wäre an einen Spot gefahren, den ich gar nicht kenne. Nichtsdestotrotz liegt er aktuell in Führung. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ja, der Spot hier scheint jetzt große Fische zu produzieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kriegt sie schneller ans Band und auch gelandet. Weil Bisse gibt es ja auch genug. Schauen wir mal. Oh no, man, I lost it again. God damn it. Oh, shit. So, wir laufen mal ein bisschen. Das kann so nicht bleiben. Oh, das gibt's ja nicht. Lass da wieder deinen Frieden, da kannst du wieder Fisch fangen. Jetzt hat der Herbie Angler am Zander, aber der ist untermaßig. Der bringt ihm leider nichts. Here we go! Komm schon, das gibt's doch nicht. Oh Mann, du. Heieieiei, was ein Krimi. Fängt da wieder ein Barsch. Kein Riese, aber ein Barsch. Und der hat 32. So, jetzt sind wir aber im Zugzwang, Leute. Schöner Fisch auf jeden Fall. Den hätte ich auch gern gefangen jetzt. Spätestens damit ist die Nullnummer aus Satz 1 vergessen. Enrico distanziert den Kontrahenten und gönnt sich 10 Sekunden, um uns seinen Köder zu zeigen. Neuer Finesse Filet Craw, Prototyp noch, also noch nicht ganz alles am Ende zu Ende geplant, aber die fängt schon mal richtig gut. Shiny Copper Blue, let's go. Petri. Dankeschön. Der Enrico, der setzt primär auf Krebse. Der schleift die ja so über den Boden und ich mache hier so kleine Fischchen-Imitationen und fisch die knapp über dem Boden. Und vibriere die quasi nur so rüber. Gerade jetzt scheint es so, als ob sie die Krebse ein bisschen besser finden. Vorhin fanden sie die Fischchen noch ein bisschen besser. Mal schauen. Ich besuche jetzt mal schnell den Herbert da vorne. Das macht er bei mir auch immer. Herbert, hast du noch einen Platzerl für mich? Du meinst, du hast jetzt vorhin schon alle weggefangen, oder? Anscheinend, ja. Nein, die 2 Windszander da. Aber zu ihm mit meinen St. Meter war nicht einmal nassig. Ich hab's gesehen, ja. Kann sein, dass wir noch wohin fahren. Die letzten 10 Minuten woanders da. Okay. Flo, Ja, lass uns mal privat angeln gehen, das ist vielleicht entspannter. das hört sich nach einem Plan an, mein Lieber. Ich habe auch das Gefühl, das ist dann ein bisschen entspannter. Dann angelt man auch besser, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ich mache auch schöne Fotos mit meiner Kamera. Ja, das ist es. Also, ist schon cool mit Flo zu angeln, weil
Das passt auch so von der Chemie ganz gut, aber am Ende nochmal. Das hier ist eine reine Nervensache und Glück oder nicht Glück. Ich werde nochmal schnell das Rig wechseln. Der kriegt mir da schon wieder viel zu viele Bisse da vorne auf C-Rig. Machen wir das auch schnell. Es ist jetzt super windig geworden. Ja, hier schwappt richtig Wasser drauf. Weiß nicht, ob das die Barsche vielleicht stört. Die Bisse, die ich bekomme, sind jetzt nicht mehr so herzhaft. Sind eher so ganz kurze Anticker. Ich bin noch ein bisschen zu nervös, um dann... Manchmal muss man ja Zeit lassen, aber manchmal schlage ich dann auch direkt an. Das ist... ne? Aber wie das halt so ist im Turnier. Man kann nicht immer alles richtig machen. Ist im Leben übrigens auch so. Hab ich da Schnur, oder? Ach so. Ja, wir hängen wieder zusammen. Ja, mit dem Wind ist es einfach krass. Drei, oder? Was mit Wobbler geht's jetzt los? Ja, klar. Ja, das passiert, wenn man am gleichen Spot fischt mit so viel Wind ab und zu passt, geht wieder. Ja. Aber bei uns ist das kein Thema. Wir sind da ganz entspannt miteinander. Ich habe mir jetzt entschieden, wir bleiben jetzt noch 5 Minuten von meiner Zeit da. Und dann wechseln wir einen Spot und da fischen wir dann die letzte Viertelstunde noch. Außer ich fange jetzt noch an. Was du da rumfummelst, habe ich schon gedacht, na, der baut sich doch nicht etwa an Carolina. Naja, wenn ich dazu sehe, wie viel Bisse du hast, da muss ich einen Carolina Rig bauen. Oder? Das wäre ja unverantwortlich, wenn ich das nicht tun würde, oder? Die waren richtig so. Boom. Die kleinen sind dann auch so. Ja, das habe ich beim Dropshotten die ganze Zeit immer gemerkt, dieses Tipp-Tipp. So zum Beispiel. Naja. Kein schlechter ist ein großes Wort für den, aber es ist ein Fisch. Das Scale ist noch nass von Enricos ganzen Fischen. Legen wir ihn einmal rauf, geht auf halb, genau 26 dann. Montage kopiert und zack. Flo hält den Anschluss und dürfte Enricos Puls vor der Schlussphase nochmal um ein paar Schläge nach oben getrieben haben. Ja, da hat sich das Umbauen doch gelohnt. Ich habe jetzt hier einen 30er FC2 von Stroff drauf, vorne ein 1.0er Nemesis-Haken vom BKK und dann eine kleine Craw von Neuke, die ist ordentlich geflavored mit viel Salz, die aktuell so vorsichtig beißen, damit sie die schön lange im Maul halten und ich auch den Biss gut mitbekomme. Und genau, weiterhin meine Lieblingsroute hier zum Carolina Rig Fischen vom Bullseye, die XS, mit einer hauchdünnen Stroff E1 drauf, damit ich hier auf hohe Wurfweiten komme. Also Anton, du führst schon wieder. Ja. Da habe ich mir extra nur einen Trick ausfallen müssen, wie ich das noch abwenden kann. Und zwar bin ich an einen anderen Platz gefahren und versucht, vielleicht sind da die Fische noch am Start, weil am anderen Platz hat jetzt nichts mehr gebissen. Ne? Und mein Ziel ist jetzt entweder einen Barsch oder einen Zander zu fangen. Würde mir ja reichen. Ja. Aber Hauptsache massig muss er sein. Und Hauptsache du fangst ihn nicht. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Also Petri. Ja, du auch. Also du hast da mitgeschmissen. Ja. Okay. Gut, dann komme ich jetzt zu dir. Nein, ich komme jetzt ganz nah zu dir. Ja, sitzt dich her zu mir. Genau. Trinken wir eine halbe. Trinken wir eine halbe und machen es uns gemütlich. Ja, genau. Schon wieder Biss gehabt. Es gibt's doch nicht. Mein Gott. Ey, ich habe noch nie so viel Fehlbisse auf das Rig gehabt. Ja, normal hat es gar keinen, aber mein Wettkampf immer. 10 Minuten. Also du musst nur noch 10 Minuten überstehen, Anton. Ja, dann geht's ja wieder von vorn los. Na, das war jetzt gewundert, jetzt hör mir auf. Ja, das heißt gar nichts. Das weißt du, glaube ich, selber. Oder? Das kann nichts wissen, aber. Also ich möchte lieber 2 schon führen. Ja. Es ist natürlich etwas komfortabler. Aber es ist ja noch nicht so. Wenn du einen Fisch fangst, dann bin ich hier wieder hinten. Den muss ich aber erst mal fangen. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen?
Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. Im Raum Hannover, direkt an der A2, ist das Kochs Angelwelt. Auf über 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche findest du nicht nur ein Riesenangebot fürs Karpfen, Friedfisch, Forellen und Meeresangeln. Natürlich ist der Großteil der 25.000 Artikel im Laden dem Raubfischangeln gewidmet. Damit du die YPC Erfolgsprodukte besser findest, sind sie mit dem YPC-Logo für dich gekennzeichnet. Wenn du aus der Region kommst, freuen sich Inhaber Jens Koch und sein Team, dich schon bald beraten zu dürfen. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du im Shopfinder auf lmab.de. Schön auf dem tieflaufenden Crank, das ist der A11 vom Reales Crank M65. Großer Barsch, Freunde. Hier ist er. Kein Bock mehr auf böse Überraschungen? Hol dir Lure Drop, das Monatsabo für Raubfischangler. Krasse Neuheiten, exklusive Sonderfarben und ein riesiger Preisvorteil. All das und vieles mehr gibt's auf luredrop.de. Jetzt bitte nicht auf den letzten Wurf, Flo. Und dann noch einen schönen, oder? Ja, noch einen Fuffi oder so. Dann gebe ich auf. Ich habe ja mein PB hier gefangen, von daher. Alles machbar! Nein! Nein! Scheiße, da war er! Nein, nein! Und wir reden gerade noch drüber. Hast du ein Glück? Hast du gesehen, wie da drin gestanden ist? Ah, fuck! Krebs runtergezogen. Oh, das wäre der Sieg gewesen. Scheiße ist das. Was war das denn gerade? Oh, du hast so ein Glück, ey, der war richtig gut. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Du hattest aber heute auch schon mal Glück, das kann ich dir sagen. Ah, ja, du auch. Ich hatte auch schon ehrlich viele Bisse. Ich habe 2 Riesenfische verloren heute schon im ersten Satz. Nein, komm, wir fischen den noch aus, vielleicht kommt da noch ein guter. Ah, wie ärgerlich. Auf den letzten Metern verliere ich den noch. Das wäre auch zu gut, zu viel als gut gewesen. Das wäre schon krass gewesen. Hey, Glückwunsch zum Sieg. Ganz stark gefischt, mein Lieber. Junge, ganz stark gefischt. Du bist auch eine harte Nummer, ich sag's dir. Mann, du hab ich Schweine verloren, du. Ah, das war ärgerlich, ey. Scheiße. Echt, auf den letzten Wurf da noch der Biss. Ah, Mann. Die Runde geht an Enrico. Hat einfach besser gefischt. Hat er sich verdient. Ey, ich habe weiche Knie. Wirklich. Die Beine sind wackelig. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Ich habe Glück gehabt jetzt, das muss man sagen, dass der im letzten Wurf dann nicht hing. Ich habe auch echt viele Bisse gehabt, die auch nicht hingen. Aber ich habe auch Pech gehabt im ersten Satz mit den 2 großen, die ich drauf hatte, die beide abgegangen sind. Das ist am Ende Angeln. Mal fängt man selber und mal fangen die anderen. Ah, da fehlte das klein bisschen Glück am Ende. Ja, so, jetzt muss ich mir überlegen, was knoten wir. Was machen wir jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung, das kannst du dir ganz in Ruhe überlegen, weil ich... Ja, machen wir mal 5 Minuten Pause, kreative Pause. Aber nicht einschlafen, ne? Wärst du ja fitter als ich am nächsten Spot. Ja, jetzt muss ich schon wieder gratulieren. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt habt ihr es gesehen. Er führt 2 Sätze. Jetzt wäre es richtig spannend oder wir gehen gleich um. Gleich umgehen oder was? Aber unter Umständen konnte es jetzt passieren, dass das bei uns gleich vorbei ist.
Aber er hat ein saugeil gefischt, muss man auch sagen. Er stellt sich auch schnell Herbert, ein. es ist ja nicht vorbei. Ja, Es ist ja nicht vorbei. er stellt sich ganz schnell ein auf die Situation. Da kann man normal schon ein bisschen tricksen. Wobei das bayerische Kickback kriegt natürlich schon eine fängige Sache ist. Gell? Absolut, ja. Aber Ja, bei uns geht es jetzt weiter an meinen Spot. Wir fischen da fette Barsche hoffentlich. Und eventuell auch eine schöne Zander als Beifang. Also wir schauen mal, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen massivere Fische dabei rumkommen, oder Herbert? War nett. Ja, passt. Dann geht's weiter. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Zahlen. Anton könnte im nächsten Satz alles klar machen, wobei ihm bei Satzgewinn jeder maßige Fisch, also selbst eine übermütige Topwater-Brasse genügen würde, um Dustin zu übertreffen. Im anderen Duell werden mindestens noch 2 Sätze ausgetragen. Momentan liegen aber auch dort beide Angler über dem Punktedurchschnitt des amtierenden Champions. Mal hören, wohin es für Flo's zweiten Spot geht. Wir sind jetzt deutlich länger an dem Spot geblieben, als ich gedacht hätte. Enrico hat den richtigen Riecher noch zu bleiben. Hat er ganz knapp dann in der zweiten Runde noch gewonnen. Ob er den zweiten Platz kennt, ich glaube eher wahrscheinlich. Ich glaube, der kennt alle Spots gefühlt. Also der ist ja so erfahren hier in Holland. Den bringt man nicht so schnell an irgendein neues Gewässer oder einen neuen Spot. So, jetzt sind wir am dritten Spot angekommen. Hier geht es jetzt auf Großbarsch hoffentlich. Ich versuche mit dem Herbert zusammen das zu wiederholen, was bei mir am allerersten Tag passiert ist. Also ein paar 40er Barsche da rauszuknüppeln. Und ja, wir geben jetzt da Vollgas und hoffen, dass wir euch ein paar dicke Barsche vor die Linse zaubern. Oder? Bist bereit? So machen wir's. Bist bereit, oder? Ja, ich bin bereit, aber nicht für die dritte Klatsche, sondern... Na, jetzt bist du mit dran. Ja, ich hoffe. Schauen wir mal. Also, ich hoffe. Let's go. So, neuer Spot, neues Glück. Wir sind gefahren. Welle. Genau, wir sind eine kleine Ecke gefahren. Spot sieht ein bisschen ruhiger aus, ein bisschen weniger Strömung, ne? Ein bisschen windgeschützter vor allem. Vielleicht mal ganz angenehm, nachdem wir da jetzt zweimal 90 Minuten im Wind gestanden haben und voll von vorne ins Gesicht. Ja. Aber hier gibt es auch große Fische, habe ich mir sagen lassen. Deswegen probieren wir jetzt hier mal unser Glück und schauen doch einfach mal, ob wir einen der 3 bepunktbaren Arten... Auch hier war ich im Training, hatte ich dir eben schon gesagt, aber ich habe hier nicht wirklich gefischt. Ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, Alter, das stinkt nach Barsch hier. Das ist klar. Aber wir haben uns ja ein Stück weiter oben dann auch getroffen im Training. Richtig. Ja, genau, also irgendwie hatten wir die gleichen, also nicht die gleichen, aber schon ähnliche Ideen. Gut, alles klar, ich bin ready. Ready. Hast du denn im Training hier was gefangen? Ich habe hier ja gar nicht so richtig geangelt. Das hat die Frage jetzt nicht ganz beantwortet, ja oder nein? Nein. Okay. Bei dir muss man nochmal genau nachfragen. Naja, aber es war sehr trüb. Ja. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, schauen wir mal, ob wir mal einen Fisch auf die Matte legen können, wa? Ich denke, hier kann man was fangen. Ich denke auch. Alles klar. Petri. Petri, dir auch, mein Lieber. Attacke. Zander. Fuck. Das kann nicht sein. Fisch! Wow, wow, wow. Ja, Riesenbarsch. Oh, wow, 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 wow. Ai, ai, ai. Wow. Fuck. Alter. Nein! Ja, leck mich doch am Arsch. Das ist ein Wahnsinn. Ja, bist du verrückt. Das ist ein 50er. Das ist ein 50er Barsch. Ja, kannst du ja. Ganz klar. Schaut Petri Heil. Ja, Petri, danke, Mann. Herbert, danke dir. Ah, wack. Ja, bist du verrückt. Ist das ein Barsch? Ja, krass, ey, aber nicht viel Zeit verlieren. Der Herbert, der stellt sich jetzt natürlich da gleich her. Wir messen den jetzt gleich, machen ein kurzes Video und dann geht's weiter. 45 oder? Wahnsinn, ist das ein Barsch. Leute. Wie viel hat er an? 45. Der schaut viel größer aus, gell? Oh, bist du blöd. Aber ein buckliger Kerl. Also ein absoluter Traumbarsch. Unfassbar. Und es funktioniert wieder. Ich habe schon 2 Fehlbisse gehabt. Ich habe es dem Herbert nicht gesagt. Aber jetzt habe ich ihn Gott sei Dank gleich erwischt. Absoluter Traum. Ja, was soll ich dazu sagen? Petri Heil. Ich meine, wir haben gewusst, dass das sind jetzt große Barsche.
Dass den der Anton jetzt schon wieder natürlich vor mir fängt, das ist natürlich schon wieder, naja. Aber ich hoffe, dass nicht die Letzten bleiben und der Bessere soll gewinnen. Und wenn das so ist, dann ist das so. Traumfisch geht wieder zurück. Ja, Herbert, jetzt musst du was bringen. Geil. Wir machen gleich weiter. Ist das schon der Fisch fürs Finale? Kaum am neuen Gewässer, da gerät Herbert schon arg in die Bredouille. Bei Flo und Enrico beginnt Satz 3 dagegen mit leichter Verzögerung. Fairplay, wir warten auf Enrico, dass er sich in Position gebracht hat. Dann legen wir los. Sollen ja beide die gleichen Chancen haben. Es ist ein fairer Wettkampf. Und am Ende möge der Bessere gewinnen. So ist es nun mal beim Angeln. Aber es ist auch mal ganz spannend, andere Leute mit an seine Spots zu nehmen und einfach mal zu gucken, wie fischen die Spots aus, welche Köder benutzen die, fischen die anders, haben die andere Ideen, die man vielleicht selber nicht hatte im Training. Das finde ich schon sehr spannend, muss ich sagen. Alright. Alles klar, los geht's! Super krasse Stelle. Ich war hier im Training, habe mir das angeguckt und es hat sofort Klick gemacht, nach Barsch gestunken. Ja, hier ist ordentlich Struktur im Wasser, da bleibt man auch die ganze Zeit drin hängen. Hoffen, dass da irgendwo ein Fisch ist. Da ist er. Sitzt. Der ist groß. Der ist groß. Oh ja, ein großer Barsch. Oha, der hängt knapp. Jawohl! Leute, da ist er. Jawohl, erster Wurf. Geil. Legen wir den mal hier schnell auf die Matte und dann messen wir den. Okay, dann könnte das Dropshot vielleicht doch besser fangen. Weiß ich auch nicht. Ich mache mal auch ein paar Würfe mit Dropshot. Schaut euch den schönen Barsch an. Oh, Wahnsinn. Haben wir. Den messen wir schnell. So, ist dran. Und hinten kommt auf halb. Ja, 43. Und da ist er auch schon weg. Perfekt. Ich fische übrigens einen SLT Minnow von Neuke. Ein 25er Fluorocarbon von Stroft. Und ich zitter das Ding ganz leicht über den Boden. Die Brute ist noch ziemlich klein. Ist noch recht früh im Jahr, ja. Es war auch ein kaltes Frühjahr. Und deswegen ist das jetzt hier meine Waffe, um hier hoffentlich noch einen dicken Barsch zu fangen. Schauen wir mal. Ach. Boah, leck mich am Arsch, das ist schon wieder so ein Ochse. Boah, das ist ein Monster. Alter Schwede. Alter. Boah, das ist ein richtiger Bär. Boah, leck mich. Boah, krass, wie der bockt. Machst mich ganz schön fertig, gell? Ja, es tut mir leid. Ey. Boah! Ja, ja, bist du deppert! Ja, ist ein bisschen größer. Das ist Danke. Ey, das ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Genau. Es ist ein absoluter Traumbarsch. Es ist absolut genial. Also, ja, unfassbar. Es ist unfassbar. Ich hake den jetzt gleich hier im Wasser ab. Brutal. Ja, jetzt wird es Zeit, dass ich auch mal anfange. Aber was willst du machen? Der hat jetzt 46. Ja, ist denn das möglich? Schaut euch diesen Barsch an. Es ist absolut unglaublich. Ey, der Plan geht wieder voll auf. Unbeschreiblich. Schaut euch diesen dicken Bullen an. Makelloser Fisch. Absolut makellos. Schaut euch mal dieses Kreuz an. Ist das nicht faszinierend? Und richtig schön dunkelgrün. Geil. Ja, unglaublich. Der will ganz schnell zurück. Und da geht er auch. Jetzt fühle ich mich langsam ein bisschen sicherer. Was ein Traumfisch.
Ja, es läuft einfach und es geht weiter. Es ist jeder Fisch wichtig, weil wie gesagt, nur 3 von den 4 Gruppen kommen weiter. Also weiter Vollgas. Oh, da war ein Biss, Leute. Ganz vorsichtiger Biss, schon wieder. Ja. Jetzt habe ich einen Hänger. Das gibt's doch nicht. Ja, wie kann das denn sein? Wie geht sowas? Wie kann man... Ich weiß wie, der hat den Haken freigelegt wahrscheinlich beim Hänger. Hat sich schön... Ah, ist alles weg. Oh, ärgerlich. Fisch! Ja, aber unter Wasser. Ja! Anschluss! Was ist jetzt? 42, halb drüber, 43. Gott sei Dank. Danke. Nicht so groß wie die deine. 43. Totgesagte leben länger und Hand aufs Herz. Den Anschlusstreffer hat Herbert sich mehr als verdient und noch bleibt dem Altmeister ja theoretisch genügend Zeit. Es wird bereits kalkuliert. Du Anton, ich habe jetzt gerade gerechnet, ich habe ein bisschen so fantasiert. Wenn ich einen 49er fange, dann bin ich besser wie du. Ja, die sind voll da drin, gell? Also, ich wollte den jungen Burschen ein bisschen Angst machen. Aber ich glaube nicht, dass er Angst hat. Also in der Zeit noch 2 Barsch fangen wäre es knapp. Oh, jetzt wird es noch knapper. Ei, ei, ei. Oi, oi, oi. Ja, leck. Alter, das ist schon... Oh. Boah. Ja, leck. Was ist denn das für ein Kalbi? Petri Heil. Petri, danke. Danke fürs Cashen, gell? Also geht nicht mehr besser. Ja, leck. Ey, das ist unglaublich. In einer Stunde 3 so eine Fisch fangen. Was willst du da? Boah, ist das krass. Anton, was willst du da? Ja, das mehr geht eigentlich nicht. Nein. Das ist so krass. Wie in Bayern, gell? Ja, genau. Ist der groß. 47. Ich glaube, jetzt hat der Anton den gefangen, der gehört eigentlich mir. Wer 3 so eine riesen Barsche in einer Stunde fangt, ich meine, was soll man da machen? Ich weiß nicht, wie groß ist er? 47. Ein 47er Barsch, ein 46er Barsch, ein 45er Barsch. Ja, Wahnsinn. Ein absoluter Traumbarsch. Wahnsinn. Fisch? Krass. Nein. Doch, irgendwas ist. Aber kein Fisch nicht. Doch, es muss ein Fisch sein. Irgendein Trostpreis kommt jetzt raus. Ja, einen Ast habe ich. Der toppt alles. Ciao. Ciao, Ella. Ja. Petri Heil. Petri, danke, Mann. Danke. Hey. Ich wünsche nicht recht. Ja, wir machen gleich weiter. Wir versuchen nur anzufangen, nicht nur weil es absolut Spaß macht, sondern weil ich mich dann insgesamt einfach sicherer fühle. Aber ja, unglaublich. Also, wenn er sich damit nicht sicher fühlt, weiß ich auch nicht. Obwohl Herbert noch ein paar Minuten bleiben, dürfte das Duell entschieden sein. In der anderen Partie ist dagegen weiterhin alles offen. Fisch. Kleiner. Oh, doch nicht, gar nicht so schlecht. Oh, ein Zander. Oh, ob der maßig ist. Oh, nicht da, nicht da. Jawohl. Ich hab ihn.
Das könnte knapp werden. Nee, das reicht vorne hinten nicht. Ich hole schnell zurück, Zander. Ja, zu klein. Die Barsch in der Größe, den bräuchten wir. Das wäre genau das Richtige. Ich bin hier nicht zum ersten Mal. Ich habe hier noch nie abgerissen. Ne? Ja, ich verstehe das irgendwie nicht. Man merkt richtig, der Köder fällt dann in irgend so ein Loch rein und dann hängt man fest. Was ist denn hier los? Ich habe gleich keine Bleie mehr. Das ist jetzt die Bleilochtalsperre hier. Habe ich geklaut, den Witz vom Kameramann. Aber ja, Struktur ist am Ende immer der Schlüssel. Ne? Wenn du gute Strukturen hast, dann hängst du zwar auch häufig, wie man bei Flo sehen kann. Deswegen fische ich auch Carolina, weil das bleibt nicht so häufig hängen. Aber ja, dann reißt man halt extrem viel ab. Ne? Die Struktur ist brutal. Das geht hier rauf und runter, rauf und runter. Hier gibt es Löcher und ich denke mal, das sind so Steine, die dann mit Muscheln bewachsen sind und dahinter ist dann ein Leerraum und genau da fällt dann der Köder oder das Blei oder das Tungsten rein und dann kannst du ihn eigentlich abschmieren. Apropos abschmieren. Für Herbert laufen die letzten Sekunden runter. Aus, vorbei! Wunderbar. Resümee für den Tag ist, dass wir eigentlich genau alles richtig gemacht haben. Muss man jetzt ehrlich was sagen. Der Anton, den ersten Spot da, der hat halt nicht geliefert. Dann doch. Also selbst da in der Ding habe ich 3 Bisse gehabt. Der Anton hat 2 Bisse gehabt. Natürlich ist bloß ein Barsch rausgekommen, da kann man auch natürlich nichts machen. Dann Maiplatz hat eigentlich auch geliefert, weil wenn man in 1,5 Stunden oder in einer Stunde eigentlich da 4 Fisch fängt zu zweiter, dann war das auch okay. Und den Barschplatz haben wir gewusst, dass der eigentlich liefern muss. Dass der natürlich so brutal liefert und dass der Anton da 3 so eine riesen Barsche fängt. Hut ab. Und ich wünsche ihm auf alle Fälle viel Glück. Und natürlich, für mich tut es leid, dass ich rausgefahren bin, aber Fischen ist Fischen und das kann man ja nicht bestimmen. Ich habe mein Bestes gegeben, hat nicht gereicht und freut sich ein anderer. In diesem Sinne, viel Spaß noch weiterhin beim Schauen vom UPC oder YPC. Gut gemacht. Danke dir, Mann. Gratuliere dir. Danke. Wirklich gut gefischt. Ja, wirklich. Es ist... Kann keiner besser machen in 1 Stunde und Ding 3 so groß die Barsch fangen. Geht gar nicht. Ja, war jetzt ganz hoffentlich gut. Hast du den Lauf, wenn es weitergeht, auch noch mal so. Ich darf es mir wünschen, ja. Ist dann holst du den Pokal auf Bayern. Wenn sie nicht schaffen, dann musst es du schaffen. Ich gebe mein Bestes, ja. Ja, es ist jetzt natürlich mit einem weinenden Auge der Sieg, aber ich hätte gern jemand anders außer Bayern rausgekickt. Aber so war's. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eine geile Zeit gehabt und einen coolen Tag. Trotzdem, ich hoffe, dass wir uns mal wieder sehen, oder? Sicher. Passt, also hau rein. Ja, es fühlt sich für mich jetzt natürlich unbeschreiblich an. Ich hätte niemals damit gerechnet, erstens die Vorrunde zu überstehen und jetzt auch noch das Halbfinale mit 3-0 zu gewinnen. Wie gesagt, das ist mit einem weinenden Auge, weil es der Herbie ist. Aber es hat halt riesen Spaß gemacht, mit ihm zu fischen. Es war ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander gefühlt. Also ich bin natürlich trotzdem unglaublich glücklich und hoffe jetzt mit der Karte ins Finale einziehen zu können. Das wäre natürlich der Traum. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass es auch so weit kommt. Und ja, vielleicht sieht man sich im Finale. Wenn nicht, dann hoffentlich nächstes Jahr. Anton bleibt vorerst beim Understatement. Aber für uns ist es ja bereits klar. Der Mann von Sportex zieht hier souverän ins Finale ein und schultert die bayerischen Hoffnungen von nun an allein. Durch außergewöhnliches Fairplay hat sein Kontrahent aber auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen. Insofern schade, Herbert gehen zu sehen, aber so ist Turnierangeln. In der anderen Partie ist Satz 3 ebenfalls zu Ende gegangen. Wer holt sich das letzte Ticket fürs Finale? Momentan hat Flo die besten Chancen. Nace-Fans müssen Enrico die Daumen drücken, allerdings nicht
zu fest, denn nur bei einem Sieg von Enrico mit schwachen Punkten in Satz 4 und 5 käme der Titelverteidiger hier weiter. Achso, Flo. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des zweiten Satzes. Für dich, den zweiten Satz. Dankeschön. Stark gefischt. Das war der eine Fisch, der kam, ne? Ja, das ist so one Fish, ne? Das ist so. Also der Spot ist grandios, sieht man, dass hier Fisch ist. Und wenn die hier laufen, dann weiß ich, dass hier was abgeht. Naja, wie auch immer. In welche Kamera soll ich schauen? In die. Wir machen jetzt einen Spotwechsel, der es schon ein bisschen in sich hat. Wir fahren jetzt erstmal eine Stunde 4 und haben dann nochmal vielleicht innerhalb dieses Spots danach nochmal einen Spotwechsel. Gucken wir mal, ob das eine hinhaut und das andere vom Wasserstand geht. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Mach wie Sau. Ja, mach wie Sau. Geht's, ne? Bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg zu Enricos Spot. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen erschöpft. Wir sind heute Morgen extrem früh aufgestanden für das Ganze hier. Das heißt, nur wenige Stunden Schlaf. Und ja, sonst geht es mir gut. Ich bin aufgeregt, ich freue mich darauf. Ich glaube, was ich so rausgehört habe bei Enrico, wir gehen Zanderangeln in einem Tidenfluss. Und das ist genau das, was ich von zu Hause kenne, von der Elbe. Deswegen hoffe ich, dass ich da ja, auch meine Fähigkeiten habe und den einen oder anderen Fisch fangen kann. In dem Sinne natürlich auch liebe Grüße nach Hamburg an die Tiden der Elbe von hier. Ja Leute, wir sind jetzt hier am Fluss gefahren, denn ich denke jetzt mit dem fallenden Wasser sind die Flüsse vielleicht gar nicht so schlecht für auch mal den einen oder anderen tollen Zander. Ihr habt jetzt viele Barsche gesehen und auch ein paar richtig schöne Ü40. Ja, also auch den letzten Satz dann wieder mit einem tollen Fisch gewonnen, Flo. Ja, wir angeln jetzt hier mal so 3 Budenfelder aus und ich glaube, dann ist die Zeit auch wieder vorbei. Vielleicht müssen wir ja dann noch einen Satz gehen und vielleicht auch nicht. Ne? So, wir schauen mal. Deswegen gucken wir mal. Also Spaß haben. Ja, Mann. Und ein paar Fische fangen. Petri. Petri auch. Na dann, du alter Kickbacker. Kickback with a twist. Auf geht's. Auf geht's. Wir sind an einem großen Fluss, der Tide hat, recht bekannter Fluss, hat aber alle 3 Fischarten und auch in recht tollen Größen. Ich habe den Klassiker gewählt mit der Jig-Route natürlich. Hier die 10 bis 45 Gramm Rodfather in 2,59 Meter, also wirklich so der klassische Zanderstock. Fische jetzt hier in 11 cm Perch Shad, in Natural Perch und fisch sowohl die Gleitseite als auch die Prallseite, weil die Zander oder beziehungsweise alle Fische gleichermaßen sich dann teilweise auch ein bisschen verziehen. Ich habe aber auch noch eine zweite Route dabei und Flo hat das schon auch ganz richtig antizipiert hier, dass man hier auch mal den Chatterbait durchleiern kann, weil die Fische hier manchmal in den Buhnen auch ein bisschen flacher stehen. Das Einzige, was mich stört, ist das trübe Wasser. Es ist immer noch sehr trüb. Vom Wasserstand ist es geil, aber das Wasser ist immer noch ein bisschen trüb. Wenn jetzt ein bisschen Sonne rauskommt, dann kann es sein, dass die Fische ein bisschen on sind und dementsprechend auch das Beißen anfangen, aber bis jetzt sieht es erstmal nicht so aus. Ist aber nicht so schlimm, weil wir sind ja erst am ersten Platz. Ich fische hier mit so einem ganz coolen Rig, also es ist quasi ein Kickback-Rig. Wir nennen das immer zum Spaß das Flow-Rig, weil das so schön in der Strömung spielt. Und zwar ist der Clou daran, dass ich einen Köder aus TPE fische, der dann links und rechts wegdartet und ganz langsam hochsteigt, statt zu fallen. Und das ist manchmal genau das, was die Zander wollen, wenn viel an Buhnen gejiggt wird und sie kennen das klassische Fallen nur. Aber ja, bis jetzt hat das auch noch kein Fisch gebracht. Auf jeden Fall Besuch bekommen. Ja, ist auch ein Angler. Oh nee, oder? Dann lass uns mal bitte zum nächsten Buhnenkopf. Ja? Jetzt? Ja, jetzt. Ja, gut. Ja. Oh nein, er läuft schon vor. Ja, jetzt brauchen wir ja nicht mehr hinlaufen. Ach Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ne? Der geht jetzt auf den Buhnenkopf und das ist scheiße. Okay. Weil ich wollte diese und die nächste Buhne fischen. Hätten wir mal Zone 3 geangelt, Flo. Uns besackt mit Fisch heute. Ah, jetzt bin ich schuld. Hä, was? Hä? Was? Hä? Ihr sagt, jetzt bin ich schuld, oder was? Nein! Das wird jetzt hier so ein Stechen. Ein Fisch und der wird es entscheiden wahrscheinlich.
Ja, Petri Heil. Petri Dank. Ach, wenn der 42 hat, dann lache ich mich auch kaputt. Fisch nehme ich mit. Alles klar. Kescher lege ich dir hin, okay? Alles klar. Petri Heil. Petri Dank. 43. Und? 43! Oh, scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Na toll. Da bin ich aber sehr stolz drauf. Schnell zurück. Gott, oh Gott. Besser eine Fritte im Kescher als den PB quer gehakt. Enrico legt vor bei schwierigen Bedingungen, aber die ist Flo als alter Elbangler ja vermutlich gewohnt. Ich glaube, Fisch. Ja. Irgendwas ganz Kleines. Glaube ich. 41. Ein Fisch, ein Barsch. Ach du Scheiße. Jawohl. Das ist Jawohl! Ha! Naja, sag ich ja. Das Das wird klar. geht schon ein paar Barsche. Eigentlich hätte ich lieber an der Steinpackung dann. Kampf der kleinen Fische ist es jetzt. Matte etwas nass. Der hier schnell gemessen. Ich hoffe, Enrico hat keine Löcher in seinem Kescher. Wir tauschen hier nämlich fleißig Kescher heute. Das bringt irgendwie Glück. Kleiner Barsch. Mega. 32. Oh, schlecht für mich. Passt? Auf den Punkt. Jawohl. Tja, das hat wahrlich nicht lang gedauert. Spieß wieder umgedreht. Wie reagiert Enrico? Wir wechseln nochmal die Buhne, wir gehen zurück auf die, wo wir hergekommen sind, also beziehungsweise da, wo wir hin wollten. Ich könnte jetzt ja sagen, wir bleiben noch 10 Minuten. Ja, könntest du. Mir ist egal, wenn du willst. Ich habe ja gerade einen Barsch gefangen, ne? Deswegen. Flo, dann bleiben wir. Ich call die 10 Minuten. Ich habe gerade einen Barsch gefangen, wo einer ist, ist noch einer, denke ich. Darf ja vorlaufen, oder? Darf er jetzt vorlaufen? Enrico hat's eilig. Dem LMAB-Entwickler bleiben noch rund 15 Minuten. Ja, Leute, hier wird's noch mal richtig spannend auf den letzten Metern. Wenn jetzt noch einer einen Fisch fängt, dann wird der wahrscheinlich weiterkommen. Ansonsten muss ich wahrscheinlich Flo beglückwünschen. Ja, wenn du noch einen fängst. Wenn ich noch einen fange, dann nicht. Aber wenn ich keinen mehr fange. Oh, was war das? Krapfen. Ja, hab ihn. Nee, oder? Ja! Oh. Leute, was ein Krimi hier auf den letzten Minuten. Ja, das ist hart. Das ist hart, darauf habe ich keinen Bock. Schnell die Scalen das machen. So. Ja. Da haben wir ihn. Kleiner Hecht. Herrlich. Messen wir den schnell. Ist vorne dran, ja. Genau 70. Oh, das könnte für Gesprächsstoff sorgen. Was für ein Abstauber von Flo. Solche Situationen schlugen schon im US-Angelsport große Wellen, als der junge Mike Iaconelli die ungeschriebenen Gentleman Rules des Bassangelns erstmals über Bord warf und reihenweise Aussteiger und Nachläufer seiner Konkurrenten anwarf. Heute sieht man das nicht mehr so kritisch. Enricos Reaktion ist trotzdem nachvollziehbar, denn tatsächlich war das der Fisch, der seine Niederlage endgültig besiegelt. Na, lass mich mal, ich brauche mal einen Moment. Das war ein Manuel Neuer, abgestaubt vom Tor. Das war tough. Das war richtig tough. Und jetzt auf den letzten Metern, das war natürlich jetzt sehr emotional. Gleiche Stelle ausgefischt, der Fisch kam bei Enrico hinterher. Ich habe nachgeworfen, wir haben beide gleichzeitig nachgeworfen. Man sieht es, glaube ich, auch, unsere Chatterboys kreuzen sich sogar, er hebt ihn gerade raus. Und dann ist er bei mir drauf. So ist das manchmal. Das war echt knapp. Also, Enrico steht noch da vorne und fischt. Richtig, richtig, richtig gut gefischt, mein Lieber. Hast mich heute echt an mein Limit gebracht.
Boah, den Manuel Neuer gemacht und der steht auch immer nur vom Tor. Rein. Oh, ich hätte es dir genauso gegönnt. Das glaube ich dir nicht. Doch, hätte ich. Doch, hätte ich. Ich mag dich als Mensch total gerne. Ja, in dieser Situation kann ich mich natürlich nicht freuen. Ist ein bisschen Pech gewesen. Ich wollte nicht umsonst hier an diese Packung. Ich bin hier hinterher gerannt. Ich habe gemerkt, du wusstest, hier ist gut. Du hast ein Gefühl gehabt. Ja, hier steht eigentlich immer einer irgendwo rum. Ob ein Barsch oder manchmal auch ein Zander sogar. Okay. Und auch ein Hecht. Diesmal war es der Hecht und wollte eigentlich mich, aber er hat dann dich gewählt. Aber ist okay. Glückwunsch, Kanone. Jetzt musst du aber auch liefern im Finale. Alter, du hast mich so an mein Limit heute gebracht. Ey. Ja, wir haben uns beide ans Limit gebracht. Aber am Ende ist es so. Ey, ich muss sagen, ich hatte erst befürchtet, dass es hier heute gar nicht läuft. Aber zum Schluss haben wir 3 Fische gefangen, auch wenn das keine großen Fische waren. Aber alle Arten nochmal, ne? Genau. Und deswegen sage ich, hier gibt es Zander, Hecht und Barsch. Ist ein bisschen eine bittere Pille jetzt, die ich schlucken muss. Das muss ich verdauen. Da trinke ich nachher ein alkoholfreies Radler drauf und esse 2 Brezeln und dann geht's wieder. Alles gut. Kannst du gerne auch vorbeikaufen. Ja. Alles klar. So. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Und auch natürlich allen anderen, die weiter sind. Ich weiß gar nicht, vielleicht fischen ja einige noch. Wir haben es auf jeden Fall heute ganz spannend gemacht. Ich hoffe, dass es bei den anderen Matches genauso spannend war. Ich bedanke mich fürs Daumendrücken für meine Seite und verabschiede mich aus diesem YPC 2024. Wie Enrico gesagt hat, es war echt ein tougher Tag. Wir haben Kopf an Kopf den kompletten Tag gefischt. Am Ende war es ein Fisch, der es entschieden hat. Ja, ich sage danke an meinen Sponsor Stroft für die tollen Schnüre und alles. Hat Spaß gemacht und ja, jetzt schauen wir mal, ob die Fische reichen zum Weiterkommen. Ich habe so ein Gefühl, das könnte sehr knapp werden. Es gibt ja den unglücklichen 4. Gewinner, der ausscheidet. Schauen wir mal nachher bei der Siegerehrung, wie es da aussieht. Danke euch fürs Daumendrücken. Es hat geholfen. Euer Flo. Wir halten fest. Flo hat offenbar überhaupt keine Ahnung, wer Manuel Neuer ist, setzt sich aber nach einem dramatischen Finish gegen Enrico durch. Einmal durchatmen und dann geht's zu Ino für die Verkündung der ersten 3 Finalisten. So guys, I'm looking at 4 excellent anglers who not only had to outperform in their group phase, but who had also fight some quite bad conditions today, like tough weather, time pressure, uncooperative fish, and of course their opponents. I can imagine that you're tired, so I'll be brief, I swear. One of you guys achieved an incredible performance during the group phase, and he also won all of his sets today, and he managed to get the highest average score. So welcome to the finals, Anton from Sportex. What a debut! Congrats, man! One other match was likewise clear-cut set-wise, but not point-wise. Nevertheless, we welcome Sami Mohib for Yuzuri to the finals. Congratulations, Sami. Well fished. The 2 remaining sets were much closer. So in the end, lost fish and sets without points decided, and Florian didn't have such sets with 0 points, and unfortunately that means that the defending champion is out. Florian from Stroft, congratulations. You're in the finals again. Well fished. Das waren die Battles der Gruppen A und B. Bitter für Dustin. Die beiden punktlosen Sätze und maßgeblich dafür natürlich die etlichen Aussteiger haben dem amtierenden Champion von Nace letztlich das Genick gebrochen. Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass wir in den bisherigen 1-gegen-1 Duellen ein facettenreiches Angeln erlebt haben. Teils war es eher ein Miteinander, teils ein Gegeneinander. Ein paar mehr Fische hätten sicher nicht geschadet. Allerdings war es so in einigen Duellen extrem spannend. Ab nächster Woche entscheidet sich dann, wer das Finale mit Sami, Flo und Anton komplettiert. In den ersten beiden Duellen der Gruppe C und D zeigen wir euch Ton van Ham gegen Rick Barton und Luis Mendes bekommt es mit Markus Eule zu tun. Nächsten Sonntag 18 Uhr oder, wenn ihr mögt, schon ab 12 auf der Messe in Berlin. Macht's gut und ciao!